circumstances under which we all had come to Vienna. I wanted to see how the mayor would reconcile Dr. Gross's Medal of Honor and government pension with the events of this week. Was wir heute tun wollen, ist, so wie in vielen anderen Bereichen, auch im eigenen Bereich. Und der neue Parteivorsitzende der SPÖ hat davon ja auch gesprochen, mit den braunen Flecken der SPÖ aufarbeiten. Aufarbeiten, schonungslos auch darlegen und uns auch dafür zu entschuldigen, dass es möglich war, dass Leute wie Gross Mitglieder in der Sozialdemokratischen Partei wurden. Austrians always present themselves as the victims of Nazism. Well, it should be a known fact that the Austrians were not only the victors, they embraced Hitler by a majority. And they were his most enthusiastic followers. In 1938, Hitler marched into Austria. Here in Vienna, the Austrians enthusiastically accept Hitler. Denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. The Germans tried to come to grips with the past, with this terrible past, and the Austrians tried to evade to come to grips with this past. They are not sincere. They present their beliefs with their mouth, but they do not do as they promise to do. Well, Mr. Gross should be put in jail to clear the history, to clear the facts, to know how it happened, and this could be done in a trial. There seemed to be so much regret about the horrors perpetrated by Dr. Gross that I wondered why no one had spoken out against him in all of these years. As it turned out, someone had tried to confront him over 20 years ago. Die von den Mördern zu medizinischen Präparaten herabgewürdigten Kinder sollten betrauert und begraben werden. Es sollte gegen die Geschichte zwischen mir und Dr. Gross gibt es seit dem Jahre 1979, also 23 Jahre. Sie entstand dadurch, dass wir damals eine Gruppe von Ärzten, Sozialwissenschaftlern waren, die also auch Forschungsarbeiten gemacht haben. Und wir wussten, dass der Psychiater Gross während der Nazizeit eine unrühmliche Rolle hier am Spiegelgrund gespielt hat, dass er ein Euthanasiearzt war und dass er Schuld auf sich geladen hatte. Werner Vogt, who attacked this guy, Heinrich Gross, publishing a leaflet, making certain things known in public, giving an interview to the press, and speaking out. That was the attack. Now, it would have been left at that, or maybe some public debate, if Dr. Gross wouldn't have decided to take Werner Vogt to the courts. Dr. Gross sued Werner Vogt for libel, claiming that he was not a mass murderer of children. Gross lost the case on appeal, and the court ruled that Vogt's accusations were not libelous because they were in fact true. They said, implicitly, that actually Heinrich Gross committed the crimes. So already then, this was a starting point for the courts to investigate further and take up the whole issue again from where it was in 1950. Jetzt dachten wir, jetzt wird ein Staatsanwalt kommen und wird Gross anklagen. Hat er aber nicht gemacht. Ja? Wir dachten, er wird als Arzt seinen Beruf verlieren, weil der ärztliche Stand wird sagen, den wollen wir nicht. Ist aber nicht geschehen. Wir dachten, er wird als Gutachter für die Justiz nicht mehr tragbar sein. Ist aber nicht geschehen. Wir dachten, er wird jetzt sofort sein wissenschaftliches Institut verlieren. Die Justiz hat nicht gehandelt. And of course, Heinrich Gross at the same time was one of the key forensic experts. The Ministry of Justice would be in the situation of making their state attorney take someone to the courts who is an expert for the ministry. Gross wasn't taken to court because he was a colleague of a lot of people in the system, a colleague of the lawyers, a colleague of the judges. And it's hard to take a friend or a colleague to court. Es gab
offensichtlich eine geheime Abmachung, dass gegen den Gross nichts unternommen wird. Man wollte am Thema Nationalsozialismus und Medizin in Österreich nichts rütteln. Man wollte das nicht zur Sprache bringen. Alle wollten verhindern, dass über dieses Thema weiterhin etwas gesagt oder getan wird. Entschuldigung, wir suchen Dr. Gross, Dr. Heinrich Gross. Ist das der Haus von Gross? Wir wollen mit Dr. Gross sprechen. Er wohnt nicht hier. Er wohnt nicht hier? Nein. Hotel. Pension. Pension? Dr. Groß. Da unten? Well, evidently, Gross lives in the hotel down the street. Yeah, hello? Hello? Ja, wir suchen jemanden, der hier wohnt wahrscheinlich. Ja. Ein Dr. Gross. Wir haben gehört, dass er wohnt hier. Ja. Ist er da? Das weiß ich nicht. Wenn ich Sie suchen. Moment, ich komme. Danke. Ja, grüß Gott. Die Name ist Herr Bellinger. Ja, bitteschön. Ja, ich bin aus New York gekommen und ich wollte ein Interview mit Dr. Gross machen. Ich habe gehört, dass er hier wohnt. Nein. Nein? Nein. Wir wissen, dass es einen Herrn Dr. Groß gibt, der heißt so wie wir, aber wir sind weder verwandt noch bekannt noch sonst was mit ihm. Hi, ja. Marie Fellner, 2 Jahre. Marie Schier, 12 Jahre. Die Geschichte zum Spiegelgrund fängt damit an, dass im Jahre 1940 wir eine neue Lehrkraft bekamen, denn ich bin ein Kind von einer Zeugin Jehova. Sie stellte mich in der Schule zur Rede, warum ich nicht den Hitlergruß leiste. Und meine Antwort war darauf, er ist ein Mensch und von einem Menschen kann kein Heil kommen. Diese kurzen Dinge genügten ihr, um eine Anzeige gegen uns zu erstatten. Und so kam ich auf diesen berüchtigten Spiegelgrund. 10 Jahre. Das ist meine Cousine, die am Spiegelgrund umgekommen ist. Johann Schatzkoch, 7 Jahre. Sie ist dieser Euthanasie zum Opfer gefallen. Franz Mandl, 2 Jahre. Kurt Karda, 13 Jahre. Elfriede Swoboda, 13 Jahre. Caroline Geter, 4 Jahre. Anna Becker, 15 Jahre. After the fall of the Berlin Wall, the archives of the East German State Security Police, known as the Stasi, were opened up. The archives contained thousands of official documents and shed new light on the Nazi era. Dr. Gross was still working as a court expert at the time the files were opened. It was in 1995 I wrote that story that there's new evidence against Gross found in the former Stasi archives in eastern Berlin. And this paper said in 1944, when he was on vacation as a soldier, he went back to the clinic doing this work again. And they wanted him to get special money because he was so successful in killing children. Doing Reichsausschussarbeit was that. So the chief of the clinic wrote to Berlin, Hitler's Reichskanzlei, saying Gross and different other people have been doing their work so good, please let them have extra money. And I saw that and I thought, that is new evidence. That is the chance to bring him to court. I personally sent this new information and the document to the prosecutor. So they knew what was on the table now. And they went forward and backward, and after some months the prosecutor said, no, for me this case is not to be opened again. But the story was picked up by the media, and in the year 2000, after 5 years of pressure, Dr. Gross was finally taken to court. It
was a complete farce. Because knowing that Gross has very bad hearing, and having him sitting quite far apart of the judge, asking him, "Mr. Gross, do you hear me?" And he then, "Okay, I can hear you. Do you understand what I say?" Also spielt Katz und Maus mit der Justiz und die Justiz lässt mit sich Katz und Maus spielen. Sie hat kein besonderes Interesse, diesen Fall zu klären, sondern am liebsten wäre es ihr, mit dem Tod des Dr. Gross wäre die Sache erledigt. Now, of course, Gross is not convicted, and the case, court case was dropped. The reason was that Gross was thought to be not able to stand trial, being too senile and too fragile. If we want to be naughty, we could say, well, who, if not Gross, knows how to act in front of a medical examiner so that he can write a report labeling Gross as not able to stand in front of court. Immediately after the charges against him were dropped, Dr. Gross and his lawyer went to a nearby coffee house, where Gross gave a television interview to a local news crew. He certainly appeared frail, but he also seemed capable of answering questions. Ihr Anwalt hat gesagt, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn der Prozess durchgeführt worden wäre. Das weiß ich nicht. Ich glaube, man könnte mir nichts nachweisen. Ne? Können Sie sich noch erinnern, was ist denn 1944 am Spiegelgrund vorgefallen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber Sie wissen, dass Sie dort Arzt waren. Ja, das weiß ich schon. Und welche Kinder waren denn dort? Da waren zum Teil Erziehungsschwierige, zum Teil Geistesschwache. Und es gibt eben so Vorwürfe, dass die Kinder dort auch ermordet wurden und so. An was können Sie sich da noch erinnern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da. Ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zeit. Das ist ja immer schon 50, 60 Jahre zurückliegend. Ne? Ich war in seiner sogenannten Behandlung unter Anführungszeichen in den Jahren 1941, 42 und 43. In den Unterarmen sogenannte Speibinjektionen geben. Da bin ich mal 24 Stunden bei der Klomuschel. Und die strengere Art noch, die länger spürbar war, das hat sich genannt Schwefelkur. Das waren Injektionen in die Oberschenkel, auch wieder von diesem Dr. Gross bekommen. Und da bin ich oft 14 Tagen nur auf den Händen herumgekrochen im Keller, weil ich nicht einmal stehen habe können. War dort meistens natürlich auch in einer Einzelzelle. Also wir waren dort eigentlich wie Tiere gehalten. Heute noch ist dieses Gefühl im Hinterkopf noch vorhanden, wenn man den Ausdruck hört, minderwertig, asozial. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, habe 2 gut erzogene Söhne, aber irgendwo im Hinterkopf bleibt dieser Begriff immer noch hängen. I still hadn't had any success in locating Dr. Gross, but I was granted an interview with Nicholas Lehner, his attorney in the 2000 proceedings. Regrets. Regrets? Bedauern? Es kann bedauern. Haben Sie irgendwelche Bedauern, dass sie dieses Anfall annimmt? Angenommen habe. Ja. Wie gesagt, noch einmal, dass ja kein Missverständnis ist. Ich war nie und bin umso weniger jetzt ein Nationalsozialist, sondern ich bin ein Profi. Ja. Ich hätte einen Juden und einen Kommunisten auch verteidigt, wenn er mir sympathisch ist und wenn die Sache interessant gewesen wäre vom allgemeinen Hintergrund. Wie war es für Sie, jemanden zu verteidigen, der etwas so Grauenhaftes gemacht hat? Wenn ich so zurückdenke und die maßlosen und unobjektiven Angriffe
in den Medien, die Unbewiesenen. Es ist behauptet worden, er ist ein Mörder. Nur in der heutigen Zeit stellte das ein Gericht fest und nicht ein Medium. Hat er mir